Heute steht Supercars unter dem Motto Fahrspaß dank Leichtbau. Mit dabei der Caterham 620R, die dritte Generation der Lotus Elise und das Radical Extreme Coupé, das wirkt wie ein Prototyp aus Le Mans. Außerdem eine Carbonflunder aus Deutschland, der Roding Roadster. So schön und schnell moderne Sportwagen auch sind, sie alle kämpfen mit einem schwerwiegenden Problem. Der Spagat zwischen Sportlichkeit und Komfort hat sie alle zu ziemlich dicken Brocken gemacht. Doch auf Rennstrecken ist Gewicht Gift. Deshalb zeigt Supercars Fahrzeuge, die diesen Kompromiss nicht eingehen, konsequent auf Leichtbau setzen und weniger als 1 Tonne auf die Waage bringen. Zuerst darf dabei ein Caterham zeigen, was er kann. Aber nicht irgendeiner. Dieser steht am oberen Ende der Nahrungskette, der 620R. Schon der Einstieg in den Rechtslenker, eine Kunst für sich. Einfach reinsetzen und losfahren, nicht mit dem extravaganten Engländer. Ein Helm ist zwar keine Pflicht, aber definitiv zu empfehlen. Denn bereits beim Start macht der 620R klar, dass es wild wird. Dieses Auto ist nicht 0815. Dieser Caterham ist Hardcore. Erste Bedenken wegen des Lenkrads auf der rechten Seite verfliegen schnell. Das Auto ist so schmal, dass sich das kaum auswirkt. Dennoch, wer in den 620R steigt, sollte wissen, was er macht. Keine Servo, kein ABS, kein ESP, keine Traktionskontrolle. Alle sprechen über Go-Kart-Feeling. Er hat es. Der Fahrer scheint mit dem Asphalt zu verschmelzen. Gerade einmal 545 Kilo bringt dieses kleine Biest auf die Waage. Seine 310 PS leitet er dabei ungefiltert über eine sogenannte Didion-Hinterachse auf die Straße. Das ist eine aufgehängte, starre Hinterachse, die den Fahrer dazu zwingt, selbst beim Geradeausfahren ordentlich zuzupacken. Wer mit diesem Caterham Gas gibt, wird sich übrigens häufiger an der Tankstelle einfinden müssen. Der Tank ist gerade einmal 36 Liter groß und der Verbrauch unter Volllast. Festhalten: 1 Liter Sprit pro Minute. Der Blicke anderer Sportwagenfahrer kann man sich sicher sein. Spätestens zwischen Steuer und Sidepipe eingekeilt, ist einem der Verbrauch ziemlich egal. Denn der 620R ist ein feuerspuckendes Monster. Doch mal abgesehen von extremen Fahrleistungen und Fahrspaß, bietet dieser Caterham einen Showfaktor, der seinesgleichen sucht. Über den Käfig in die Carbonschale gleiten und sich im Fahrzeug verankern, ist sogar cooler als Flügeltüren-Limbo. Und das Beste, die Ladies lieben ihn.
Caterham ist bekannt dafür, absolute Spaßmobile zu bauen. Doch die giftgrüne Farbe dieses Modells ist ein Warnsignal. Unschuldig ist er nicht. Vielmehr handelt es sich hierbei um den stärksten Serien-Caterham aller Zeiten. Die fette Sidepipe zeigt sich ganz ungeniert am Roadster. Auch wenn es Probleme bei der Zulassung bereitet, es belohnt den Fahrer mit einem umwerfenden Sound. Der eindrucksvolle Gitterrohrrahmen wirkt fast wie ein abstraktes Kunstwerk. Von einem Innenraum kann man im Grunde gar nicht sprechen. Im offenen Sitzbereich hat alles beinahe Spielzeugautoformat. Und es stimmt. Der Leichtbausportler möchte spielen, aber nicht mit jedem. Unter der langgestreckten Haube verbirgt sich ein kompressorgeladener 2 Liter 4-Zylinder Ford Duratec-Motor. Die volle Leistung von 310 PS liegt erst bei knapp 8000 Umdrehungen an. Dieses Aggregat macht den 620R zur Höllenmaschine. ...310 PS treffen auf 545 Kilo. Leistungsgewicht 1,8 Kilo pro PS. Und genau das macht ihn zum ultimativen Track-Tool. Mit diesem Geschoss ans Limit gehen, das geht wirklich nur auf einer abgesperrten Strecke. Es herrscht englisches Wetter. Und das Biest will endlich los und zeigen, was es kann. Aber auf öffentlichen Straßen nicht darf. Hier wird noch einmal deutlich, wie heftig der 620R wirklich ist. Seine Beschleunigung abnormale 2,9 Sekunden bis 100. Sein Sound um die 100 Dezibel. Sein Fun-Faktor nicht in Worte zu fassen. Technisch bietet der Caterham alles, was für eine gute Track-Performance nötig ist. Rennfahrwerk, Rennbremse, aerodynamische Radaufhängung und ein sequentielles Getriebe. Die Zulassung ist übrigens nur durch Einzelabnahme mit Ausnahmegenehmigung möglich. Es sei denn, das Auto war in UK schon einmal zugelassen. Genau dieses Schlupfloch ermöglicht die Fahrspaßbombe in ganz Europa. Radikaler als der Caterham 620R geht's eigentlich nicht. Doch auch der folgende Roadster ist ein Garant für ungefilterte Fahrfreude. Die Lotus Elise. Eine traditionsreiche Britin, die vor allem für eines bekannt ist: Fahrspaß dank Leichtbau. Gerade einmal 3,80 Meter lang und 876 Kilo schwer. Selbst ein Mini Cooper wirkt neben ihr wie ein dicker Klotz. Sie hat heute das Glück, sich auf einer der schönsten Passstraßen Österreichs austoben zu dürfen. Die Silvretta Hochalpenstraße. Das sind 34 Kehren, Steigungen von bis zu 12% und ca. 1000 zu bewältigende Höhenmeter. Sie ist laut, sie bietet nicht viel Platz, sie ist nicht alltagstauglich, aber sie ist hier genau richtig. So karg wie die Landschaft, durch die sie fährt, und genauso faszinierend. Die Elise fühlt sich an wie auf Schienen. Der Sitz fast auf dem Asphalt, das Lenkrad perfekt in der Hand, die Lenkung ohne Servounterstützung unglaublich direkt.
Aber eines der wichtigsten Merkmale ist ihr geringes Gewicht von weit unter 1000 Kilo. Die Fliehkräfte sind bei einem so leichten Auto sehr gering. Spätes Bremsen und frühes Beschleunigen in Kehren ist kein Problem. Das in Verbindung mit der Top-Straßenlage macht Kurvenfahren in der Elise zur Lieblingsbeschäftigung. Von außen macht sie einiges her, auch wenn da nicht viel Auto vor dem Betrachter steht. Sie ist eben klein, aber fein. Seit circa 20 Jahren ist sie mit ihrem Spielzeugauto-Look erfolgreich. Nicht umsonst basieren Fahrzeuge anderer Hersteller, wie etwa der Tesla Roadster auf dem Elise-Konzept. Diese Formen sind einfach unverwechselbar. Lotus. Cabrio-Feeling. Kein Faltdach, ein Rolldach. Das wirkt altmodisch, ist aber funktional und sehr leicht. Außerdem würde es anders im Auto auch kaum einen Platz finden. Der Innenraum Purismus. Um hineinzugelangen, ist eine gewisse Sportlichkeit nützlich. Das kleine, fast konsolenähnliche Lenkrad liegt optimal in der Hand. Die extrem flachen Schalensitze sind erstaunlich bequem und bieten guten Seitenhalt. Im Fußraum nichts als leichtes Aluminium. Und selbst davon so wenig wie möglich. Die Klimaanlage ist aus Gewichtsgründen optional, hilft aber sowieso nur bedingt. Denn hinter dem Rücken gibt es eine dauernde Wärmequelle. Hier arbeitet ein 1,6 Liter Vierzylindermotor aus dem Hause Toyota. Die Leistung der Basis-Elise ist gering. Für einen Grundpreis von 40.000 € bietet sie dennoch eine Menge Sportwagen-Feeling. Nichtsdestotrotz, Elise fahren bedeutet auch Arbeit. Schaltarbeit. Die 160 Newtonmeter Drehmoment liegen nämlich erst ab 4.400 Umdrehungen an. Die volle Leistung steht bei 6.800 zur Verfügung. Um ordentlich aus den Kehren heraus beschleunigen zu können, muss die Drehzahl oben bleiben. Das heißt, vor jeder Serpentine mindestens runter in den zweiten, oft in den ersten Gang des manuellen Sechsganggetriebes, dann wieder rauf und das ganze Spielchen alle paar Meter von vorn. Die Elise sagt dabei genau, was sie braucht. Und wenn sie bekommt, was sie will, belohnt sie ihren Fahrer mit extremen Kurvengeschwindigkeiten und wohligem Geboller. Sie ist das günstigste Leichtbaufahrzeug, das momentan auf dem Markt zu haben ist. Und auch wenn sie mit 136 PS etwas schwach auf der Brust ist, mangelt es garantiert nicht an Fahrspaß. Wer es radikaler will, bekommt jetzt mit dem RXC ein seltenes Biest zu Gesicht. Auch dieses heißblütige Modell kommt direkt von der Insel und hört auf den Namen Radical. Das Beste, diese Flunder, die wirkt, als sei sie direkt aus Le Mans eingetroffen, bekommt tatsächlich eine Straßenzulassung. Der Vorteil? Der Weg zur Rennstrecke kann auf eigener Achse zurückgelegt werden. Bei manchen Trackdays oder den Touristenfahrten auf der Nordschleife ist eine Straßenzulassung sogar Pflicht.
Von seinem extremen Auftritt büßt der RXC Turbo dadurch sowieso nichts ein. Optisch gibt es keine Abweichungen vom Rennmodell. RXC steht übrigens für nichts anderes als Radical Extreme Coupé. Und dieser Name ist Programm. Durch Flügeltüren geht es in den engen und puristischen Innenraum, der von einem Stahlrohrrahmen umschlossen ist. Das rennsporttypisch winzige Alcantara-bezogene Lenkrad ist perfekt geeignet, um diesem Geschoss in jeder Situation genauestens den Weg zu weisen. 6-Punkt-Gurte halten Fahrer und Beifahrer wie Schraubstöcke in den Schalensitzen. Der Ford-Motor, ein Hingucker, keine Abdeckung. Wie ein offenes Herz liegt er da, bereit, den Sportwagen zum Leben zu erwecken. Der RXC Turbo. Leicht, stark, schnell. Ein kompromissloser Rennwagen und gerade einmal 940 Kilo schwer. Seine wahre Bestimmung: eine Fahrt auf der Nordschleife. 20.832 erbarmungslose Meter in der grünen Hölle, die weder Fahrer noch Fahrzeug Platz für Fehler lassen. Hier zeigt sich schnell, wie gut ein Wagen abgestimmt ist. Karl-Heinz Teichmann, Gründer von Teichmann Racing, die eng mit Radical zusammenarbeiten, lässt den RXC heute von der Kette. Und das auf Semislicks im Regen. Ein Wagen ohne jegliche Elektronik. Wer die Nordschleife kennt, dem ist der Wahnsinnsfaktor bewusst. Schon auf den ersten Metern sieht man, dieses Auto ist nichts für Anfänger. Gerade im Regen zeigt er seinen ungebändigten Charakter. Da lässt er sich nicht von jedem sagen, wo es lang geht. Typisch Rennmaschine: je schneller man fährt, desto besser liegt der Wagen auf der Straße. Bei Topspeed entwickelt der RXC eine abartige Downforce von 900 Kilogramm. Und das bei einem Eigengewicht von nur 940 Kilo. Das Rennfahrwerk, gepaart mit inneren Schubstangen und einer Doppelquerlenkerradaufhängung, sorgt dafür, dass die breiten Schlappen des Engländers immer ausreichend Kontakt zum Asphalt haben. Diese Rennmaschine und die Nordschleife. Eine geradezu vollkommene Symbiose. Außerhalb seiner natürlichen Umgebung wirkt das Coupé fast noch aufregender. Wer einmal einen Radical in der Öffentlichkeit sieht, sollte die Chance zu einem Erinnerungsfoto nutzen, denn sie wird sich so schnell kein zweites Mal bieten. Falls sich jemand fragt, wie diese Flunde eine Straßenzulassung bekommen kann, eigentlich ist doch alles dran, was man braucht. Lichter, Blinker, Scheibenwischer und ein Ford 3,5 Liter V6 Turbomotor, der die Abgaswerte einhält. Warum also nicht?
Kostenpunkt für einen straßenzugelassenen Radical RXC knapp 180.000 €. Auch wenn er bestimmt den ein oder anderen Verkehrsteilnehmer verunsichert, es ist ein abgefahrenes Gefühl, mit diesem 460 PS starken, luftdurchströmten Projektil über die Landstraße zu knallen. Doch nicht nur die Engländer können Leichtbau. Es gibt auch einen kleinen agilen Roadster aus Deutschland, der weniger als 1 Tonne auf die Waage bringt. Er ist rar. Er ist rau. Er ist roh. Er ist der Roding Roadster. Ein Exot aus Carbon, der danach giert, zu zeigen, was er kann. ...320 PS katapultieren das 950 Kilo Geschoss in nur 3,9 Sekunden auf 100. Beschleunigungsprobleme, ein Fremdwort für den Roding. Selbst Schaltmuffel haben zu jedem Zeitpunkt genug Kraft zur Verfügung, um problemlos davonzuziehen. Der Showfaktor des Roding ist größer als von so manchem Ferrari oder Lambo. Seine gesamte Karosserie besteht ausschließlich aus Carbon. Besonders die Heckansicht mit breitem Flügel und außergewöhnlichem Rückleuchtendesign ist imposant. Der Innenraum ist hervorragend verarbeitet und bietet sogar Komfort. Sehr außergewöhnlich für ein Leichtbaufahrzeug. Der Schaltknauf sitzt weit oben auf der Mittelkonsole. Nur eines fehlt: die Handbremse. Die befindet sich links neben dem Fahrersitz. Gewöhnungsbedürftig. Der Kofferraum unter der Fronthaube ist gut durchdacht und bietet dank einer länglichen Durchreiche sogar genug Platz für Ski. Neben extremen Fahrleistungen hat er aber auch einen stolzen Preis. Circa 200.000 € sollte man für diesen Kleinserien-Roadster bereithalten. Um zu testen, wie viel Fahrspaß im Roding steckt, geht es auch mit ihm ab nach Österreich. Auf der abgelegenen, kurvigen Passstraße macht der Roding seinem Fahrer dann auch sehr schnell klar, wo seine Stärken liegen. Ab dem ersten Meter verbeißt er sich im Asphalt. Hinter den Insassen bollert lautstark das Herz des Roadster. Das Leistungsgewicht des Roding: 2,96 Kilo pro PS. Damit unterbietet er selbst einen Porsche GT3. Der Roding demonstriert, dass purer, ungefilterter Fahrspaß nicht ausschließlich von der Insel kommen muss.
Das war's mit Supercars. Supercars. Leichtbau extrem.